Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute schauen wir uns die neue Funkeisenbahn an aus den Jahren 1997 bis 2005. Die neuen modernen Zuggarnituren passen perfekt in die System X-Stadt von 1997. Im Jahr 95 hat Playmobil noch die alte elektrische 16-Volt-Eisenbahn neu herausgegeben, mit 3 Lokomotiven in neuen Farben. Bereits 96 hat man an der neuen Funkeisenbahn gearbeitet. Man sieht das an der Typennummer mit der Jahreszahl 96. Im Oktober 97 ist das neue Sortiment herausgekommen. Mit der alten Nostalgie-Dampflokomotive auf neuem RC-Motor umgerüstet und mit dem neuen RCE, einem modernen Triebwagenpaar. Es bleibt der Fantasie überlassen, ob man es als kleinen Regionalzug oder als großen Hochgeschwindigkeitszug verwendet. Das Gleismaterial wurde auf Plastikschienen umgestellt, die Playmobil selbst herstellen konnte. Mit den Plastikschienen kann man viel flexibler bauen, man kann sie einfacher zusammenstecken als die alten Messingschienen. Die Spurweite ist genau bei 45 cm gleich geblieben, das heißt, man kann die alten Waggons auf den neuen Schienen verwenden. Die neuen Schienen sind etwas kürzer. Hier sehen wir die optische Täuschung. Die neuen Schienen sind etwas mehr als 3 cm kürzer. Deshalb verringert sich der Radius um 3 cm circa. Wir sehen hier den neuen RC-Zug 4016 von 1996. Ein Triebwagenpaar mit einem mittigen Motor. Wir sehen, dass der Motor auf großen Rädern fährt, mit einer echten Kuppelstange gekuppelt. Das ist, damit er auf die alte Dampflokomotive hinaufpasst. Für den RCE-Triebwagen ist der Motor eingebaut in ein Fahrgestell. Das Fahrgestell hat eine Luke für einen Werkzeugkasten und es sind die 2 Triebwagenpaare aufgesattelt. Auf der Vorderseite hat der Triebwagen ein kleines neues Drehgestell, das dann später auch für den Panoramawagen verwendet wird. Wir sehen einen formschönen Triebwagen, die erste Ausgabe von 96 noch ohne Licht. Die Panorama-Windschutzscheibe kann man abnehmen. Wir sehen hier das Steuerpult mit den verschiedenen Geräten, dem Sitz für den Zugführer, für den Lokführer. Ich habe hier nicht die richtigen Figuren, das sind alles Spielsets, mit denen meine Kinder gespielt haben. Man kann mit einer großen Tür einsteigen. Die Tür ist eine einfache Klapptür. Man darf sie bei der Fahrt nicht offen halten. Hinter der Tür haben wir eine Gepäckablage und man kommt Haltestangen und man kommt in den Fahrgastraum hinein. Der Fahrgastraum hat Panoramascheiben. Es sind Sitze, 6 Sitze und 2 Tische, wo die Figuren Platz nehmen können. Es sind 2 Triebwagenpaare gekoppelt. Dieselbe Zuggarnitur ist dann 2005 neu herausgekommen in gelber Farbe und mit Licht. Hier sehen wir vorne die Beleuchtung. Sie funktioniert so, dass beim Motor gibt es Stecker und über 2 Stecker wird der Strom durch ein Loch in der Verglasung in den Triebwagen geleitet und damit wird der Scheinwerfer betrieben. Der Zug fährt mit 4 1,5 Volt Batterien. Die Batterien, die halten sehr wenig lang. Wenn man den Zug ausschalten will, dann muss man den Batteriekasten herausziehen. Batteriewechsel ist sehr schwierig. Deshalb muss man sich einen Akkulader besorgen, damit man die Batterien
die Akkus aufladen kann. Auch mit voller Ladung verlieren die Batterien sehr schnell an Kraft. Das ist ein großer Nachteil von diesem funkferngesteuerten Zug. Oft gibt es auch beim Batteriegehäuse Kontaktschwierigkeiten und es ist so, dass man mit dieser Funkfernsteuerung den Zug bedienen kann, aber hier sehen wir wieder die Kontaktschwierigkeiten, wahrscheinlich die Batterie, die ich nicht richtig eingesteckt habe. Und man muss auch mit der Fernsteuerung sehr genau zielen. Es braucht nicht ein Hindernis. Oft reicht schon eine zu große Distanz oder wenn man einfach mit der Antenne wegzeigt, dann kann man den Zug schon zum Stillstand bringen. Das ist ein Nachteil von der Funkfernsteuerung. Kommen wir jetzt zurück zu unserem ersten RCE von 1997. Das Triebwagenpaar bekam im Jahr 1999 einen Mittelwagen. Der Mittelwagen hatte vorn und hinten ein Abteil mit 4 Sitzen und 2 Tischen, allerdings keinen Einstieg. Im Mittelteil gibt es 2 Ladeluken zur Aufnahme von Fahrrädern. Es waren 2 Figuren dabei, ein Erwachsener und ein Kind mit Fahrrädern, und man kann hier 8 Fahrräder in den Waggon aufladen, auf den Fahrradständer. Hier sehen wir aber noch ein zweites Zeichen. Der Waggon kann nicht nur Fahrräder laden, sondern auch Autos. Es gab den Smart. Hier haben wir gerade die Mutter mit dem Kleinkind, war gerade im Supermarkt eine Kiste Mineralwasser kaufen, und man kann diesen Kleinwagen auch in den Mittelteil des Zuges einladen. Und der Zug ist gleichzeitig nicht nur ein Fahrradtransporter, sondern auch ein Autoreisezug. Im Jahr 2005 ist dieser RCE dann in gelber Farbe wieder neu herausgekommen, mit Licht, wie ich euch gesagt habe. Ebenfalls neu 2005 war die neue Güterzuglokomotive. Jetzt lassen wir sie einmal herfahren. Die Güterzuglokomotive ist eine Nachbildung der Siemens Taurus, die hauptsächlich von der ÖBB eingestellt wurde. Sie ist aber auch bei der Deutschen Bahn in Verwendung. Wir sehen hier das Logo BM-Train orientiert sich an DB Cargo. Wir haben hier 2 Fahrgestelle, eines mit dem Motor, mit der eingeschobenen Batterie, und ein zweites Fahrgestell ohne Batterie. Hier sehen wir eine realistische Betriebsnummer und wir sehen das Jahr 2004. Hier ist der Zug entstanden. Die Kabine hat vorne eine Windschutzscheibe, man kann die ganze Kabine abnehmen. Es wird im Mittelteil die Antenne heraufgeführt. Wir haben 2 Sitze, ein Steuersitz und ein Beifahrersitz mit dem Steuerpult. Wie gesagt, die Lokomotive ist mit Licht ausgestattet und sie wurde als Frachtlokomotive, als Güterzuglokomotive mit diesem Hochbordwagen verwendet zum Schüttguttransport für den Hafenkran von 2005. Diesen konnte ich nicht aufbauen, weil ich keinen Platz hatte, und da werde ich ein eigenes Video machen. Schauen wir uns jetzt die wunderschönen Panoramawagen an. Sie waren in einem getrennten Zubehörset erhältlich mit 3 Figuren. Es war eine Frau mit einem Kinderwagen dabei und ein Mann, aber nicht diese Figuren, sondern andere. Wir können hier einsteigen mit einer
Falт mit einer Klapptür. Und wir haben hier große Panoramascheiben an der Seite und am Dach. Es können 8 Fahrgäste Platz nehmen an 4 Tischen. Die Mitteleinstiegstür ist links und rechts. Wir sehen hier die Drehgestelle von diesen Panoramawagen sind die gleichen Drehgestelle, wie sie beim RCE, beim Triebwagen verwendet wurden. Ich verwende jetzt hier die Aufgleishilfe, die praktische Aufgleishilfe, die bei jedem Zugset dabei war. Bei jedem Zugset war auch eine großzügige Schienenanlage dabei. Einmal mit Kreuzung beim Nostalgiezug, ein großes Oval mit einem zweiten Gleis beim alten RCE und dieses wurde ein bisschen verkleinert für den neuen RCE von 2005. Jetzt muss ich schauen, ob wir noch genügend Batteriekraft haben für eine Kamerafahrt. Ich kann jetzt versuchen, die Kamera auf einem Waggon aufzusetzen, damit wir mit dem Zug vielleicht eine Runde fahren können. Dazu muss ich das ausschalten. Wahrscheinlich hört man jetzt nicht mehr viel. So, jetzt habe ich die Kamera befestigt und jetzt schauen wir, ob wir noch genügend Energie haben, um mit dem Zug eine Runde zu drehen. So, einmal vorwärts und jetzt kehren wir um und fahren dieselbe Strecke nochmal zurück. Jetzt die kurze Kamerafahrt. Jetzt kommen wir zu den Bahnhöfen. Bis 1900, der alte Bahnhof von 83, der Fachwerkbahnhof, war bis 1998 im Sortiment. Es gab 1997 zwar einen Bahnsteig mit der neuen wunderschönen Bahnsteigüberdachung, aber kein Bahnhofsgebäude. Das Bahnhofsgebäude kam 1999, ein schönes System X-Gebäude. Der Bahnsteig ist getrennt vor dem Haus abgestellt. Ohne den Bahnsteig ist eine Wand ziemlich nackt. Auf dem Bahnsteig haben wir ein schönes, großes Werbeplakat für das neue Blemo Space, das 1999 erstmalig nach 1998 erneuert wurde im System X. Der Bahnhof hat den Namen Neustadt, international war der Name Newcastle. Wir haben ein doppelstöckiges Bahnhofsgebäude. Es ist niedriger als der Bahnsteig. Wir haben unten 2 Wartebereiche unter dem Flugdach, eine Eingangstür, einen Getränkeautomaten für Getränke und einen Fahrkartenautomaten. Das wird wohl ein Schweizer Set gewesen sein, da steht Billets. Wir haben noch einen Feuerlöscher, eine Werbetafel für Park und Ride und das Speiserestaurant. Im zweiten Außenbereich haben wir eine Telefonzelle, einen Wertkarten- oder Münzfernsprecher und wir sehen die große Glasflügeltür als Ausgang. Eines der einzigen System X-Gebäude mit Obergeschoss ohne Stiegenaufgang und ohne Aufzug. Es war hier kein Platz für Aufzug oder Stiege. Das Obergeschoss ist der Dienstraum für den Fahrdienstleiter oder Bahnhofsvorsteher mit einem Steuerpult, mit einem Schreibtisch mit Computer und mit einem großen Fenster
als Ausblick auf den Bahnverkehr. Im Sortiment von 1997 war nicht nur der alte Bahnhof enthalten, sondern es war auch noch der alte Portalkran und das Flügelsignal. Es gab aber einen neuen Bahnübergang. Den Bahnübergang habe ich hier in einer neuen Form mit den Geländeelementen. Wir sehen, die Schranken kann man hier händisch aufklappen. Und wir haben angedeutete rote Signale mit Andreaskreuz. Der Bahnübergang hat die Länge von einem geraden Gleis. Hier sehen wir noch den Bahnsteig von 97. Im Jahr 99 kam dann der Bahnhof dazu, immer noch der alte Portalkran und das alte Flügelsignal. Und neu im September 99 der Mittelwagen, den ich euch schon gezeigt habe. Der Bahnübergang immer noch der alte, ohne Geländeelemente. Im Jahr 2004 wurde der Zug mit Licht erneuert. Hier sehen wir den Katalog von September 2005 und noch einen eigenen Eisenbahnkatalog. Entschuldigung, ich sehe gerade, die Scharfstellung hat nicht funktioniert. Der wunderschöne Eisenbahnkatalog, ich denke, der war als Beilage bei den Eisenbahnsets dabei. Man sieht auch hier das Sortiment und viele Ideen für Gleisbilder. Damit bin ich auch schon am Ende vom heutigen Video. Ich wollte euch noch die Container zeigen, die gefallen mir sehr gut. Es gab nämlich 83 schon den alten orangen Container mit eigenem Containerwagen. Der war aber sehr kompliziert. Den Containerwagen konnte man sonst für nichts verwenden. Im Jahr 1995 kam der Sattelschlepper Sunset Express heraus. Er beruht auf dem alten Mammut-Sattelschlepper von 86, wirklich ein wunderschöner Sattelschlepper, trotz der komischen violetten Farbe, mit schönen Airbrush-Bildern und mit einer Ladefläche. Auf der Ladefläche ist der alte Container von 83 in neuer Farbe, aber auch mit einer weiteren Erneuerung. Er hatte nämlich an der Unterseite Rillen und mit diesen Rillen konnte man den Container auf die alten Waggons aufsetzen. Hier sieht man, dass der Container perfekt auf die neuen Waggons passt. Dieser alte Sunset Express von 95 wurde dreimal als Playmobil LKW als Sonderausgabe herausgegeben. Das erste Mal 2004 bei Vedes zum 30-jährigen Jubiläum als Happy Birthday LKW. Dieser ist die zweite Ausgabe von 2008 als Limited Edition und dann gab es noch eine dritte Ausgabe, den Funpark LKW von 2015 zum 15-jährigen Jubiläum des Playmobil Funparks. Diesen LKW hat mir Andi geschickt von Playmobil und Andi. Er macht wunderbare Videos. Jede Woche sehe ich etwas Neues. Schaut bei seinen Videos hinein. Hier sehen wir die Ladung des LKWs, das Playmobil-Sortiment, einige Packungen aus dem Jahr 2004. Jetzt können wir auch diesen LKW verladen auf den zweiten Güterwagen und wir können dann den Zug mit der Frachtlokomotive abtransportieren. Allerdings muss ich dazu erst die Weiche umstellen. Und wir können hier auch noch den originalen Güterzug LKW noch dazwischen stellen. Ein wunderschöner
Containerzug. Mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ihr habt gesehen, ich wollte heute die System X-Stadt aufbauen. Ich bin nicht weit gekommen. Als das Gleis verlegt war, hatten die Häuser keinen Platz mehr. Jetzt schaue ich, wie viel ich die nächste Woche von den Häusern dann aufbauen kann. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen.